So, Tag 8 von 10. Das 8. Ding, was wir immer noch mal gemacht haben wollten in Köln, ist eine Runde durch den Stadtwald laufen. Und wenn Alex sagt, sie wird mit euch eine Runde durch den Stadtwald laufen, dann meint sie das ernst. Und da wir halt Alex kennen und wissen, dass sie 7, 8, manchmal bis zu 11 Kilometer weit läuft, musste ich jetzt einfach mal ihren ganzen Run auf 500% stellen, um euch mal die gesamte Laufstrecke zu zeigen. Es ist Wahnsinn, was die drauf hat. Und wenn ich mit ihr mitlaufe, dann schaffe ich vielleicht 2, 3 Kilometer, bin ganz stolz, habe sogar mal 5 geschafft. Aber hier werden alle 2 bis 3 Tage riesige Strecken zurückgelegt. Und schauen wir uns jetzt mal eine Zeit lang an. Und dann sagt Alex gleich noch ein paar ganz interessante Geschichten zu unserem Stand der Weltreise und was wir jetzt tatsächlich nur noch in den letzten 3 Tagen so alles so treiben. Und da könnt ihr schon sehr, sehr gespannt drauf sein. So, jetzt sehe ich in der Ferne, da ist es schon vorbei, das FC-Bütchen. Und jetzt kommt sie langsam zu einer für Montag sehr, sehr wichtigen Stelle für uns. Zwar läuft sie hier gerade an der Sporthochschule vorbei und ist jetzt angekommen auf den Jahnwiesen. Und links werden wir gleich das FC-Stadion, das Müngersdorfer Stadion in Köln sehen. Und da rennt sie einfach dran weiter, ganz egal. Und das wird etwas mit dem letzten Teil unserer Dinge zu tun haben. Und ist hier gerade schön am Club Astoria vorbeigelaufen, eine tolle Location und ein toller Biergarten. Und ja, diese Runde, die sie jetzt läuft, die laufe ich, wenn ein 5-Kilometer-Lauf hier ansteht. Die wird dann eben mal so mitgenommen und dann geht ja auch noch der ganze Weg zurück. Also für mich ist das schon süchtig, aber das tut ihr sehr gut. Und es ist ja, wie man hier sieht, auch eine sehr, sehr schöne Laufstrecke, oder? Fiel mir doch gerade noch was Lustiges ein. Ich bin doch hier der Herr am Schnittpult und ich kann sie natürlich auch wieder langsamer machen, so in Echtzeit, damit ich euch zumindestens, wir sind ja jetzt bereits auf dem Rückweg, den Run am FC-Bütchen vorbei zeigen kann. Bütchen, das steht in Köln für Kiosk und hier waren wir sehr, 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 sehr oft und haben eine Flasche Bier getrunken oder haben beim FC abgehangen oder auch vielleicht mal was gegessen. Das ist ein ganz, ganz toller Ort, unweit des Stadions. Und jetzt kann sie wieder abziehen und ich stelle das Ganze wieder dann auf die 500%. Sonst wird das hier kein Ende nehmen. Also insgesamt ist sie so locker bei jedem Run vielleicht eine Stunde unterwegs und wir wollen uns ja jetzt hier nicht eine ganze Stunde ihren Lauf anschauen, deswegen ist er einfach mal verfünffacht.
da sind wir wieder. Und jetzt erläutert sie uns nochmal ganz klar die Vorteile, was so ein Lauf hat. Hat gleich mehrere Effekte. Zum einen, wir sehen nochmal den schönen Stadtwald aus der Nähe und live und in Farbe. Heute natürlich besonders schön. Jetzt ist das Wetter nicht mehr so toll, es war aber schön. Und zum anderen natürlich halten wir uns so fit und mir läuft schon das Wasser in die Augen. Oh. Eigentlich wollte ich das vor dem Lauf machen, aber es ist nach dem Lauf geworden und der nächste Lauf steht an. Also Tipp für alle, die auf Weltreise gehen: Haltet euch fit, bewegt euch genug, macht Kräftigungsübungen, denn das Leben im Van kann auch manchmal anstrengend sein und man ist ziemlich oft gebückt unterwegs und da muss man natürlich dann gegen angehen, damit nicht der Rücken ganz krumm wird und die Muskeln verschwinden. Lasst euch überraschen, was morgen noch passiert. Übermorgen ist Abfahrt und seid gespannt, wo es abgeht.